Jo! Hey Martin! Ich grüße Rapman, dich. Raffi, wie geht's dir? Ganz gut, danke, selber. Ja, herzlich willkommen in der Media School Bayern, Alter. Was geht bei dir? Super, super. Ja, ich setze gleich mal eine coole Mütze auf, da sehe ich noch besser aus. Du schaust immer gut aus. Danke, danke, Wo danke. kommst du gerade her? Das macht hier mal ein schönes Profil. Ja, wo kommst du her? Martin, ich habe ja erst mal zum Einstieg habe ich was für dich dabei. Oh nee. Was ist das jetzt? Ein Fisch für dich, mein Lieber. Willst du mich verarschen, oder? Ja, ey, super, ey. Der Fisch ist ein ehrenhaftes Symbol halt, ja. Zum Beispiel der letzte Aztekenkönig, Das ist eine Story. Moctezuma. Ja, Okay, pass ja. auf, wenn der einen Fisch wollte, dann haben die aus dem Meer einen gefangen und dann ist der erste mit diesem Fisch losgelaufen, so lang, bis er nicht mehr konnte. Er hat den Fisch dem nächsten übergeben und der ist so lang gelaufen, bis er nicht mehr konnte. Immer so weiter, bis der Moctezuma dann seinen Fisch hatte. Ja, Ein paar Stunden später. obviously. Ja, schau. Meint er voll ernst? Geil. Wahre Geschichte. Der Fisch. Kann man nachlesen. Dankeschön. Ja, bitte. Großartig. Ja, ja. Lass das schmecken, dann später den Fisch. Fällt mir wie Schuppen von den Augen. Nee, wo kommst du jetzt gerade her? Vom Auto. Ja, mit dem Auto hergefahren. Nürnberg, Richtung München hier runter. Ja. Und schön hier in der Media School. Ganz tolle Einrichtung hier, was hier alles gibt. Und ja, schon mal auch vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und da kann man erstmal noch anstoßen, oder? Finde ich gut. Prost. Wir trinken ja eigentlich, darf ja keiner wissen, ne? Das gute Die Zeug. Leute denken vielleicht, da ist Kaffee drin, aber eigentlich ist da Schnaps drin. Natürlich. Willi. Ja. Trinkst du viel? Ja, Ernste Frage, trinkst du viel? ach so, Alkohol? Ja. Ehrlich gesagt, nee, kaum. Gut. Gar nicht. Also ab und zu mal 1, 2 Bier, aber ich muss echt sagen, ich vertrage das auch nicht mehr so wie früher. Ich bin dann immer ziemlich schnell müde und ich mag das auch nicht so, wenn dann die Optik schon so verschwimmt irgendwie. Von daher Alkohol nicht mehr so viel wie früher, sehr wenig. Und ja, Ja, es ist halt du machst ja auch viel Sport. Du hast nicht den Bauch wie ich. Was machst du so? Ach, es ist halt so Home-Workouts mache ich ganz gerne hier. Sascha Huber Workouts, der macht die übrigens sehr cool. Shoutout to Sascha Huber. Und ansonsten ja, ab und zu mal Tischtennis spielen, ab und zu mal noch ein bisschen Fußball. Und Fischtennis. Fischtennis und relativ viel am Schlagzeug. Das hält ja auch jung und frisch und schlank. Ja, ab und zu mal Fahrradfahren noch. Fahrradtouren. Sehr gut. Was machst du mit dem Schlagzeug genau? Naja, ich unterrichte viel. Ich habe auch Schlagzeug studiert. Auch viel in Bands schon spielen können. Kann man studieren? Ja, natürlich. Aha. Kann, Erzähl mal. naja, man kann, also jetzt außer vielleicht Triangel, ja, kann man natürlich jedes Okay. Instrument studieren. Da wusste ich nicht. Aha. Und ja, das ist natürlich wichtig, lernen auch. Da war ich auf der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg und Dinkelsbühl. Und ja, unterrichte aktuell viel in meiner eigenen kleinen Schlagzeugschule. Ach, nice. Ja, und auch in Nürnberg im Top-Down-Studio auch noch eine schöne Schlagzeugschule mit 7 Lehrern, über 100 Schüler. Cool. Und ja, Schlagzeug macht einfach immer Spaß. Es ist ganz erstaunlich. Also auch nach irgendwie 7, 8 Stunden Unterricht denke ich mir so, ich kann immer noch weiterspielen. Irgendwie, ne? So ist schon zu Ende. Ich packe noch einen Leg aus. Ja, das macht immer Spaß, immer Freude, das ist schön. Ja, ich habe auch einen kleinen Verlag, wo ich Lernkarten für Schlagzeuger entwickelt habe. Das sind zum einen die Rudiment Cards, die zeige ich doch auch gleich mal, und die Groove Cards, die jetzt im Augenblick in der Mache sind. Und schöne Lernprodukte für Schlagzeuger, gern auch mal angucken. Für alle, die gern Rudiments üben, die Schlagkombination ist das wirklich ein schönes Werkzeug. Man kann Kombinationen legen, Übungen bauen und vor der Rückseite ist die Versuchung auswendig zu spielen und so weiter. Das hast du dir selber einfallen lassen. Genau, ja, die habe ich selber entwickelt, auch das Design selber gemacht. Na, wie kommt man darauf? Ja, tatsächlich. Ich habe auch kleine Schüler und da kam ein recht junger Schüler zu mir und der hatte so diese Yu-Gi-Oh! Karten. Die Sammelkärtchen da so. Sammelkarten, Genau. Trading Cards. Und dann sagte er so, hier, schau mal, 2 Stück für dich. Und ich so, oh ja, okay, danke. Und kann mit denen erstmal gar nichts anfangen. Da kann irgendwelche Monster drauf und so Zeug. Und dann hatte ich am selben Tag mit einem anderen Schüler auch noch Rudiments geübt auf dem Blatt. Und normalerweise ist das so, dass die halt einfach, da stehen halt 10 Stück auf einer Seite drauf. Und es ist halt relativ langweilig, die halt so zu üben. Und dann kam ich auf die Idee so, hey, wieso packt man nicht ähnlich wie so Vokabelkarten, sag ich mal, Karteikarten, Lernkarten, wieso packt man die nicht einzeln auf eine Karte und
macht So ein kam das schönes, dann. Ja, genau, schön. Okay, macht ein schönes gut. Format Ja. draus und so weiter. Und so habe ich Top. das entwickelt. Und, Genau, das heißt jetzt 360 Drums oder was ist das genau? Ja, genau, 360 Drums ist der Verlag und die Marke und auch der Shop, Okay, nice. wo es das gibt. Gut, Genau. so. Nicht so viel jetzt über die Firma mehr. Genau. Werbeblock beendet. Du kannst mich ja alles fragen, weil ich weiß ja auch zu allem eine Antwort. Oh, was ist die Summe aus 45? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wie die Summe aus 45, was soll denn das? Mathematik oder was? Kannst du uns mit dem Fisch was vorspielen? Schlagzeug. Mit dem Fisch, Ja, spielen wir uns mal was vor. Boah, das war laut, der Fisch. Also machen wir Guck mal. mal, pass So, auf. Bassdrum erklären. So, reicht schon wieder. Gut. Der kann immer auf. Wollen wir nicht übertreiben. Ich hab was vergessen. Also du machst bitte in deinem Kartenset eine Karte neu rein. Fischdrums von der Königsklasse. Mit einem Foto von hier. Schaffst du, ne? Mhm. Ah ja. So, Mal schauen, also als ob. den Fisch tun wir jetzt mal hier. Den tun wir jetzt mal weg. Ja. Der War schwimmt ein bisschen laut. Genau. Der schwimmt jetzt mal. Der schwimmt mal da unten hin. Du bist so ein Kind geblieben, ne? Ja, definitiv. Also der Spruch, Männer werden nicht erwachsen, die Spielzeuge werden nur teurer. Ne? Kennt man ja, gilt Stimmt sicherlich für mich auch nicht. für mich. Ach so. Ich habe auch in meinem Studio unten alles voller Spielsachen, Schlagzeug spielen, am Computer spielen, obwohl ich da gar nicht so viel spiele, sondern eher halt irgendwie Anwendungen mache und sowas halt. Aber es ist schon viel Spielen auf jeden Fall. Und es macht auch Spaß und es hält auch jung und frisch. Und kann ich auch jedem nur empfehlen, ne? Einfach spielerisch was zu machen, die kindliche Freude nicht zu verlieren, ja? Und sich auch für neue Sachen immer wieder zu erfreuen und ja, genau. Sehr gut. Wie bist du aufs Schlagzeugspielen gekommen und dann Lehrer zu werden? Also man muss ja irgendwo mal so einen Moment haben, da sagt man jetzt, okay, ich studiere nicht BWL oder Lehramt oder Jura, so wie ich, sondern was machst du denn dann? Wie kommt das? Tatsächlich würde ich einfach sagen, es ist die Liebe zur Musik, die ich schon wirklich von klein auf mitbekommen habe, durch die Familie auch. Ja, bei uns gab es schon immer eine fette Stereoanlage und irgendwie die neuesten Metal- und Rockalben schön laut anhören. Und da hat mich die Musik einfach gepackt. Und ich habe dann Gitarre gespielt auch, ein bisschen versucht zu singen, aber das war alles nicht so meins, bis ich dann das Schlagzeug entdeckt habe. Und genau, das hat mir von Anfang an gleich super Spaß gemacht. Ja, wie kam das, weißt du noch? Erster Moment, wo du Schlagzeug gespielt hast? Ja, durch einen Freund tatsächlich. Ja, der hatte eins daheim. Genau. Und da habe ich dann durfte ich das erste Mal am Set sitzen. Ja. Und es hat mich gleich gepackt und hatte ich auch Glück, auch gleich Unterricht und so weiter. Und dann ging das ziemlich schnell voran, zum Glück. Sehr cool. Hatte Aber ich das eine super heißt, du Band hast auch. viele Einflüsse, wo du sagst, da kommt das auch her, was ich heute kann. Also hörst dir viele Bands an. Reist du auch viel? Ja. Aktuell jetzt nicht mehr so, aber früher war ich tatsächlich sehr viel unterwegs, ja. In Mexiko oft. Ui. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, ein ganz tolles Land. Also Mexiko, mi amor, ja. Mexiko ist Poca Madre, sagt man auch immer. Das schaut so aus wie Super hier, ne? Land. Ja, also genau. Irgendwie schon. Ich fühle mich ja hier schon schön im Dschungel hier, tropisch. Ist auf jeden Fall auch eine super Sache, auch für die jungen Leute. Ich habe auch immer wieder Schüler und junge Leute, die sagen, ich weiß noch nicht, was ich mache und so. Und jetzt erstmal Abschluss und soll ich dann studieren oder Ausbildung machen und so weiter. Und ich sage immer, hey, du hast dann erstmal 10, 12, 13 Jahre Schule gemacht. Gönn dir doch auch mal eine Auszeit nach der Schule, lern die Welt kennen, reis mal rum. Also Reisen ist wirklich die beste Schule. Ja, und danach hast du noch genug Zeit zum Studieren. Ja. Also das läuft ja nicht weg. Was macht dir sonst noch Spaß? Erzähl mal. Ja, viel. Was macht mir noch Spaß? Viel. Ja. Was begeistert dich so? Menschen, die was bewegen, die Bock haben, was zu verändern. Menschen, die auch wirklich sich Ziele setzen und Dinge auch umsetzen können und wirklich auch kämpfen für ihre Ziele und was tun dafür.
gibt es ja immer wieder aus allen Bereichen, sei es jetzt in der Politik oder auch unternehmerisch natürlich oder auch, wenn es um Thema Umwelt, Nachhaltigkeit geht, dass man da was verändert. Also wirklich Leute, die Dinge anpacken und die sich nicht nur ablenken lassen. Ja, es ist ja heutzutage wirklich verdammt einfach, sich den ganzen Tag nur aufs Sofa zu legen, Netflix gucken, Computer spielen. Ne? Es gibt so viel Ablenkung heutzutage. Genau. Ja, ich könnte eigentlich auch den ganzen Tag nur da liegen und irgendwas konsumieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben aufzustehen und Dinge verändern zu wollen, sich Ziele zu setzen, eine Mission zu haben und wirklich was zu tun, was zu bewegen in der Welt. Und solche Menschen, Leute, die finde ich klasse. Schaut euch lieber die Königsklasse an, ne? Mr. KK. Super Frise übrigens heute. Danke, extra gestylt. Ja. Echt stark. Ja. War ich noch ein bisschen beim... Hast du Haare gefärbt oder? Wollen wir nicht drüber reden. Lass mal. So, ja. Gibt es denn was du sagst, das wollte ich eigentlich nie werden? Und bist du trotzdem irgendwo in so eine Richtung gegangen dann in deinem Leben? Nee. Ja? Gibt's gar nicht. Nee. Ja. Dafür ist mein Leben zu kurz auch. Also ich habe wirklich schon früh angefangen, Ja. auszusortieren und mir zu überlegen, was will ich mit meiner kurzen Lebenszeit auf diesem Planeten anfangen, ja, so gesehen. Und ich bewege mich schon hauptsächlich in den Sachen, die ich will, die mir Spaß machen. Es gibt natürlich Dinge, die muss man tun. Ja? Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, aufs Amt zu gehen, um meinen Reisepass zu verlängern oder keine Ahnung, irgendein Beispiel. Es gibt halt Dinge, die Das ist echt, ich mach muss das man gerne, tun. ey. Ja, ist super, oder? Dann da Marke ziehen und warten und sowas. Ne? Aber ich denke, es ist ganz entscheidend, um wirklich auch ein glückliches Leben zu führen, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen, die einem voranbringen. Was aber nicht heißt, dass es nur um Spaß geht. Ne? Man muss schon auch mal über seinen Schatten springen und wenn Dinge schwierig sind, dann auch bereit sein zu investieren und zu lernen. Ja? Nur die Harten kommen in den Garten, heißt es so schön. Ne? Bam, ne? Packt ihr welche aus, ey? Ja, also ich sag mal, wenn man sich Skills aneignet, ne? Sei es jetzt Schlagzeug spielen oder auch was anderes lernen, auch sportlich und so weiter, muss man wirklich üben und lernen und dann auch mal klotzen, wenn es auch schwierig ist, ja, und nicht aufgeben eben, sondern wirklich auch mal rangehen, durchhalten und wenn das eine Thema mal schwieriger ist, dann muss ich eben umso mehr üben und machen. Ne? Es gibt immer Sachen, die fallen einem leichter im Leben, es gibt Sachen, die sind halt schwieriger und bei den Sachen, die halt länger dauern, schwieriger sind, da muss man halt einfach mal Biss haben und rangehen und es wirklich versuchen zu meistern eben. Ja. Gibt es irgendwas, wo du nicht gut drin bist? Ja, viel natürlich. Ja, also ich kann zum Beispiel schlecht zeichnen. Ja, ich glaube, meine Malskills sind im Kindergarten stehen geblieben. Ja, ich kann ein Strichmännchen malen. Ja. Sandmännchen, das Meinzelmännchen. Ja, und das war's. Ne? Also oder ich kann auch, ich kann total schlecht Tennis spielen zum Beispiel. Ich habe es mal einmal probiert, weil ich spiele viel Tischtennis. Nee, wird es auch nie geben. Und dann so, ja, Tischtennis, das kann ich voll gut. Ich war auch im Verein und so. Und dann jetzt spiele ich mal Tennis, dann muss das ja auch gut klappen irgendwie, aber nee. Also das war ganz schwierig. Oder Ich fordere dich raus. Wir machen eine Challenge. Wir spielen zusammen Tennis und filmen das. Okay. Das wird was. Also. Alles klar. Aber Das will ich sehen. Du bezahlst die Platzgebühr, ne? Ja. Und dann können wir auch mal Tischtennis spielen, wenn du willst. Ich will lieber Fischtennis spielen. Vielleicht finden wir das Spiel Fischtennis. Ja, Fischtennis. Was ist denn Fischtennis für dich? Fischtennis, es kann alles und nichts sein. Okay, erzähl mal, was ist für dich? Fantasiespiel. Da sehe ich jetzt alles. Ne? Ja, sag mal eins, was passiert da? Im Fischtennis? Ja, wie geht das? Also ich stelle mir das schon interessant vor, wenn man sich jetzt einen Fisch hin und her wirft zum Beispiel. Okay. Und dann, wenn du den Fisch sozusagen versuchst zu fangen, der aber, weil er so glitschig ist, ja, durch die Hand hindurch glitscht und dir ins Gesicht smasht, ja, dann hast du quasi einen Punkt. Ja. Solange du nicht crusht, ist gut. Das war jetzt frei Schnauze irgendwie Ja, Fischtennis, was mir dazu einfällt. Fällt dir noch was ein? Wie kann man Nee, ich hätte Angst davor, so einen Fisch ins Gesicht zu kriegen. Macht das nicht, Leute. Hast du vor was Angst? Es ist eine gute Frage. Ich will jetzt nicht überheblich oder klingen oder abheben oder so, aber ich habe wirklich mich damit beschäftigt und meine Ängste wirklich fast zu 100%, würde ich sagen, ablegen können. Cool.
mir fällt nichts ein. Ne? Also warum sollte ich Angst haben? Das Leben bietet so viele tolle Möglichkeiten und es ist so eine schöne Sache. Ich versuche angstfrei durchs Leben zu gehen, was aber nicht heißt, ja, dass es natürlich trotzdem diese körperliche Reaktion der Angst gibt, ja, was vielleicht doch eine Art Warnung ist. Ne? Zum Beispiel, ich stehe jetzt an der Klippe und fange da jetzt an rumzuspringen, habe ich natürlich Angst, da runterzufallen. Das würde mir dann mein Körper auch signalisieren. Ne? Also so eine Angst gibt es natürlich schon. Ne? Aber jetzt Angst vor Begegnungen oder Menschen oder irgendwie unternehmerisch irgendwas zu tun, glaube ich, da ist Angst einfach falsch. Man muss eher mutig sein und Dinge angehen und machen. Und wenn man halt hinfällt, was auf dem Weg jedem passiert, dann steht man halt wieder auf. Wie beim Skateboardfahren, da fliegst du hin, stehst wieder auf und fährst weiter. Bist du gefahren? Ja, Skateboard bin ich viel gefahren. so, für. nice. Ja, Ja, ganz viel, ganz viel. Daher kommt es vielleicht noch. Irgendwas ein gebrochen bisschen. mal? Nee, aber eigentlich dauerverletzt. Also Skateboardfahren ist wirklich der absolute Schmerzsport. Und dann hast du aufgehört. Absolut. Irgendwann mal. Macht echt mega Spaß und so. Ne? Ist auch echt, ich liebe es auch, mir Skate-Videos anzugucken. Also da echt doch Respekt an diese vielen tollen Skater, die das echt so checken und da irgendwelche krassen Kickflips und Heelflips und Pop-Shovels das heißt. ziehen, ja. Und das ist schon echt super. Aber es ist wirklich, also ich war eigentlich dauerverletzt. Und dann ging es dann vom Schlagzeug so, vom Skateboardfahren so über ins Schlagzeugspielen. Da dachte ich mir so, ey, Schlagzeugspielen ist auch voll geil. Und da verletze ich mich nicht. Er ist ja mega. Ja, Hast du mal einen Stick ins Gesicht gekriegt so beim Üben? also ja, Ja? es ist schon Gibt's mal, ne? sowas? Also zum Beispiel, ne, du hast ja die Snare und die Standtom und dann gibt es so abgefahrene, coole Licks, wo du dann irgendwie so Standtom, Snare und dann solche Sachen machst halt. Crossover-Geschichten, da kann es schon sein, dass du dir mal irgendwie aufs Knie haust dabei und es ist der unfassbarste Schmerz für 5 Sekunden. Es ist unfassbar weh und dann ist es auch gleich vorbei. Also ja, aber das Schöne ist, dass halt Schlagzeugspielen jetzt wirklich ungefährlich ist, ja im eigentlichen Sinne. Ja. Und man das halt auch bis ins hohe Alter ja betreiben kann, was ich auch sehr schätze, ne? Im Vergleich zu manch anderen Dingen wie Extremsportarten oder so, die du natürlich nicht so ins hohe Alter machen kannst. Aber ich sehe mich auch mit 60, 70, 80 im Jazzclub und halt irgendwie Jazz spielen. Das ist schon geil. Ja, ja, also das geht halt dann immer noch. Ja, und Musik verbindet ja auch. Absolut. Musik ist die universelle Sprache, ja, es versteht jeder, ne? Also der Noten lesen kann, wenn du ihm vielleicht was vorlegst, ja, aber auch, es geht ja auch nicht nur um Noten, sondern um die Emotion, um die Stimmung dahinter und ich bin absoluter Musik-Nerd, also ich höre wirklich jeden Tag viel Musik. Was so? Ich lieb das auch. Top 3 Bands, wo du sagst, das sind so Einflüsse? Ja, also aktuell, ich stehe natürlich unfassbar auf die Dave Matthews Band, die steht auch hier oben, ist wirklich eine der besten Bands aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ich stehe auch sehr auf Leprous, aktuell ist so eine Prog-Rock-Band aus Norwegen, sind auch unfassbar gut, die höre ich auch sehr viel. Und ganz aktuell, ist ja jetzt Rock am Ring. Und da war Livestream, muss ich auch sagen, also Shoutout an die ganzen Leute, die diesen Livestream ermöglichen, weil ich war gestern auf dem Sofa und hatte hier mein kühles Getränk und total bequem, dachte mir so, jetzt kann ich da auch dabei sein und muss mich nicht in die Crowd da reinstellen und so, ich muss aufs Klo, was mache ich jetzt? Ja, sondern das war echt super und habe ich eine ganz super Band gesehen, die heißen Beartooth. Okay. So Hardcore, aber Rock-Hardcore. Bärenzahn. So. Bärenzahn, also nicht Beartooth. Kann man nicht schnell weg. Sondern Beartooth und die waren echt super toll gespielt, tolle Alben, also eine mega Show auch. Das wäre auch eine Empfehlung. Okay, nice. Das war nur eine kleine Auswahl jetzt von. Also du hast gesagt, du magst Musik, du verbindest gerne Sachen und du hast keine Angst vor Begegnungen. Hast du Angst vor Aliens? Vor Aliens? Ja, und wenn es einen Alien gäbe, würdest du ihm einen Song vorspielen wollen. Und was wäre das? Also meine Story zu den Aliens ist ja folgende. Ich glaube ja daran, dass Aliens schon längst hierher kommen. Die kommen hierher mit ihrem Raumschiff und was machen die? Die laden sich nämlich nur die Musik. neuesten Alben, Serien, Filme und vielleicht noch ein paar Bücher runter und hauen dann wieder ab. Ne? Und die sagen so, ey, wir brauchen die neuesten Alben, weil die Menschen machen so geile Musik und die Mega machen geil. künstlerisch so geile Sachen. Aber wirklich mit denen in Kontakt treten, nee, lass mal. Ne? Die haben alle an der Waffel. Lieber nicht, irgendwie, die schaffen es sich noch nicht untereinander zu vertragen, da gibt es noch viel zu viele Konflikte und so weiter. Komm, wir holen uns das Zeug und dann hauen wir wieder ab. Das ist eine gesunde Einstellung, ne? Ja?
So muss man das machen. Ja, ich meine, es gibt ja so menschliche Werte. Was sind so deine Top 3 Werte? Also für mich ganz oben steht einfach Zuverlässigkeit. Ja, ich mag Menschen und ich schätze Menschen, die sich an das, was sie sagen, auch halten. Ja, also wenn du was sagst, dann halte ich auch dran. Das ist für mich wirklich ganz wichtig. Ne, wenn ich sage, hey, ich komme auf die Party, dann gehe ich entweder hin oder falls es doch nicht geht, sage ich halt ab oder rufe an. Aber ich sage nicht, ich komme auf die Party, gehe dann nicht hin und lass nichts mehr von mir hören. Ne, als war jetzt so ein einfaches Beispiel. Ja. Also Zuverlässigkeit. Also es geht auch schon um langfristige Geschichten, nicht bloß um eine Party an einem Abend. So mal genau. Feiern, Also sondern, wenn ich was sage, dann halte ich mich dran. Ne, ich überlege mir, was ich sage. Ich überlege mir, zu was ich zustimme oder zu was ich zusage oder absage. Und dass sozusagen meine Worte und meine Taten im Einklang sind. Ja. Und noch? Ja, das ist ganz wichtig. Dann halte ich auch einfach sehr viel von Höflichkeit, Gastfreundschaft. Ja, wenn ich Besuch habe oder muss ich ganz einfach Schuhe ausziehen, wenn man irgendwo reinkommt. Oder auch jemand was zu trinken anbieten. Ne? So diese einfachen Höflichkeitssachen, damit man sich eben einfach wohlfühlt und dem anderen eben auch seine Wertschätzung zeigt. Ja. Deswegen hast du was zu trinken bekommen. Ja, das ist nett, ja. Als einer der wenigen Gäste. Nachdem ich ihn gefragt habe, ob es hier auch Kaffee gibt. Nein, ich muss sagen, Martin, das hast du super hervorragend gemacht. Du hast mich ja gefragt, ob ich Media School Bayern was mag. Und dann habe ich den Kaffee hier bekommen. Das ist top. Ja. Genau, es waren jetzt schon 2 und dann... Stimmt, da fehlt noch was. Das fehlt noch was. Was ich auch sehr, sehr schätze, sind Leute... Ich halte schon ein bisschen ab. Die Frisur ist so fancy. Darf ich dir später die Haare noch frisieren später? Kannst du mal machen. Ich schneide mit Nachnamen, ich kann ja ganz gut mit Scheren. Und so. Ach so. Ja. Genau, also was noch? Hast du noch Haare? Ja, also ich habe natürlich noch Haare, ja. Ganz besonders viele hier. Schneidest du nicht? Das schneiden wir raus. So, Nummer 3. Ja, was ist das? Ich glaube, das waren schon die wichtigsten. Fällt mir noch was ein? Das kann man ja auch rausschneiden dann, ne? Aber Nee, ist das mit drin? jetzt fällt mir gerade echt nichts mehr ein. Warte. Doch, jetzt. Und zwar schätze ich Leute, die handwerklich auch wirklich was können. Oh. Ja, die anpacken können. Ja. Also wirklich Leute, die sagen, hey, nicht nur irgendwie digital und so, ist auch alles wichtig, ja, aber wirklich Leute, die sagen, hey, ich kann auch mal irgendwie aus Holz was bauen. Ja. Ich kann auch mal sägen und mit Werkzeug umgehen. Ja. Oder ich kann gut kochen. Ja. Oder ich kann gut reparieren, Sachen reparieren. Also Leute, die wirklich auch anpacken können und nicht nur irgendwie in der Blase und alles nur theoretisch, sondern wirklich praktisch auch Dinge umsetzen können. Solche Leute sind wichtig, die werden wirklich gebraucht in dem Land, auch Handwerker zum Beispiel natürlich und so weiter. Das finde ich auch gut. Toll. Abschließend, was denkst du, würde der Affe über dich denken? Der Affe würde denken so, was ist denn das für ein Scheißtyp? Nein, das würde er nicht denken. Oder würde er es denken? Nein, was würde der Affe denken? Oh. Ich musste ihm kurz tief in die Augen schauen, um seine Gedanken lesen zu können. Du bist ein sehr empathischer Mensch. Ja. Was würdest du über ihn denken? Der Affe würde denken so, ey, wo ist denn meine Banane? Okay, was würdest du über ihn denken? Ich würde denken so, ey, du hast aber ganz schön haarigen Körper. Lass mal schneiden, Alter. Lass mal schneiden. Ich habe die Schere. Ja, also wir können erst dich frisieren und danach den Affen. Alles klar. In der Reihenfolge. Danke dir, war cool. Danke, Martin, für die Einladung. Alles Gute. Gerne, danke dir.